Zweiter in Hannover zu Parvis. Dahinter sehen wir die Programmnummer 14, das ist Rosenpurpur. Für das Gestüt Wittikinshof reitet Daniele Porco. Peter Schürgen im Weidenpescher Park in Köln ist der Trainer von Rosenpurpur. Und die Form, die wurde aufgewertet. Indian Eagle, den er bezwang in der Bremer Fahrt. Der hat ja vorhin das Auktionsrennen. Dahinter sehen wir die 16, das ist die zweite Farbe von Darius Racing Kahn. Erster Derby-Starter von seinem Jungtrainer von Henk Greve. Und es ist der erste Derby-Ritt von Clément Lecoeuvre, ein Top-Auszubildender in Frankreich, der hier die Chance bekommen hat. Dahinter dann Promise of Peace, die erste Farbe von Qatar Racing Limited von Sheikh Fahad Al-Thani mit Josef Boyko im Sattel. Promise of Peace war zuletzt Sieger in Krefeld. Und dann die beiden Außenseiter laut Wettmarkt. Und dann kann es gleich losgehen. Parvis ist startklar. Chanyo kommt als letzter Kandidat heran für das IDEE 148. Deutsche Derby. An der 2400 Meter Marke ist alles gestartet. Alle Pferde sind in den Boxen und jetzt ist das Rennen der Rennen, das IDEE 148. Deutsche Derby gestartet. Das Feld kommt zum ersten Mal die Zielgerade hinunter, formiert sich. Amun ist gut auf die Beine gekommen. Montreal sehen wir direkt in vorderster Linie. Sagas, Windstoß. An der Innenseite bemüht sich Mignon um eine vorderste Linie, genauso wie Sternkranz, und an der Außenseite dann auch Promise of Peace. So geht es unter ihrem Beifall zum ersten Mal am Zielpfosten vorbei und Montreal und Fabrice Véran haben das Kommando, führen vor Sagas in zweiter Position. Sternkranz ist drittes Pferd, an der Außenseite Promise of Peace. Ganz an der Innenseite hat Warring State seine optimale Ausgangsposition vor Mignon. Dann sehen wir Chanyo an der Seite von Parvis, dahinter Gepard vor Rosenpurpur. Dann ist es Kahn in aktuell hinteren Regionen, genauso wie Windstoß auszumachen, Oriental Kahn. Dann sehen wir die Farben von Colomano, der geht in äußeren Spuren. Letztes Pferd ist aktuell Enjoy VJ. So geht es mittlerweile aus dem Wandsbecker Bogen hinaus in Richtung der Gegenseite und Promise of Peace und Josef Boyko haben mittlerweile das Kommando übernommen, führen mit 3 Längen vor Montreal. An der Innenseite Sagas in dritter Position vor Sternkranz. Dahinter sehen wir dann North Sea Star, der hat die Position spürbar verbessert mit Alexander Peach. Dahinter sehen wir dann an der Innenseite Kahn, ganz innen Mignon, dann Colomano, der ist um Positionsverbesserung bemüht, außen Castano. Dahinter galoppiert Parvis vor Gepard, vor Amun, vor Rosenpurpur, Oriental Kahn und Enjoy VJ. Ausgangs der Gegenseite geht es so langsam in Richtung des Hornerbogens, 1100 Meter noch zu absolvieren. Promise of Peace führt vor Sagas, vor Montreal, dann North Sea Star, Warring State, Sternkranz, Colomano, Enjoy VJ macht spürbar Boden gut an der Seite von Castano, der verbessert sich ebenfalls. Dahinter sehen wir dann die Farben von Mignon, an der Außenseite Parvis, Chanyo bleibt mit dabei, Oriental Kahn, Windstoß geht gut, vor Gepard, vor Rosenpurpur und vor Amun. So langsam geht es in die entscheidende Phase hinein im IDEE 148. Deutschen Derby und vorne marschiert nach wie vor Promise of Peace vor Sagas, Montreal, Enjoy VJ ist da, Colomano ist da, Castano ist da, dann sehen wir an der Innenseite Rosenpurpur, Enjoy VJ, der kommt jetzt mit anderer Starke hier und er geht nach vorne, Promise of Peace, Sagas, Castano, Colomano, der setzt jetzt nach, aber Enjoy VJ ist vorne, ganz an der Außenseite kommt Windstoß jetzt und noch weiter außen kommt Rosenpurpur, Enjoy VJ, Windstoß, außen Rosenpurpur mit Chanyo, Windstoß geht nach vorne, Windstoß mit Enjoy VJ an der Innenseite, Enjoy VJ, Windstoß außen, Maxim M.Pecheur, Windstoß gewinnt das Derby vor Enjoy VJ, dann Chanyo, Rosenpurpur, Promise of Peace lief ein sensationelles Rennen, dahinter war es Parvis, Amun und der Rest bis hin zu Warring States, Windstoß für das Gestüt Rottgen, Markus Klug und Maxim M.Pecheur gewinnen das IDEE 148. Deutsche Derby. Vorläufiger Richterspruch, 7. Rennen, ein IDEE 148. Deutsches Derby. Sieger ist die 2, Windstoß. Auf dem 2. Platz die 6, Enjoy VJ. Auf dem 3. Platz die 14, Rosenpurpur. Auf dem 4. Platz die 10, Chanyo.
Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 7. Rennen, IDEE 148. Deutsches Derby. Sieger die 2, Windstoss. Auf dem 2. Platz die 6, Enjoy VJ. 3. die 14, Rosenpurpur und 4. die 10, Chanyo. So, und jetzt sind Sie natürlich gefragt. Der Derby-Sieger, der ist noch ein Stück weg von uns, aber gleich kommt er hier für die Tribüne. Stehen Sie auf für diesen Derby-Sieger und vor allen Dingen auch für den Reiter. Wenn es einer verdient hat, dann hat es er verdient. Ein so junger Nachwuchsmann, er ist ganz, ganz cool geblieben. Er hat die Siegesspur gefunden. Und damit gibt es den 3. Derby-Sieg nach 1932 Palace Page und nach 1959 Uomo für das Gestüt Rottgen von Dr. Günther Paul, Gestütsleiter Frank Dorf. Der Ich muss arbeiten, Mann. Eine Sekunde. Für uns echt.